Maastricht ist eine der ältesten Städte der Niederlande und war 2018 zu Recht ein Anwärter für die Kulturhauptstadt Europas. Der Ort hat seinen europäischen Charme nämlich nicht verloren und ist der optische Inbegriff von nahezu allem, was man mit dem Stil des Kontinents verbindet. Willkommen bei World Ahoy, wir sind Bianca und Thomas und zeigen euch die Welt, wie sie wirklich ist. Annähernd auf der Höhe von Aachen oder Brüssel muss man in den südlichsten Zipfel der Niederlande fahren, um Maastricht zu besuchen. Die Stadt erstreckt sich zu beiden Seiten der Maas, dem längsten Nebenfluss des Rheins, und bildet damit gleich ein absolutes Highlight vor Ort. Entlang des Wassers findet man zahlreiche gepflegte Promenaden, Parks sowie die schönen alten Brücken. Maastricht ist eine Studentenstadt und wie dafür üblich wimmelt es überall nur so von Fahrrädern. Hier definitiv ein sinnvolleres Fortbewegungsmittel als das Auto. Parken ist nämlich weit und breit nur kostenpflichtig möglich und Parkplätze sind rar. Wir sind erst auf der weniger spannenden östlichen Flussseite fündig geworden. Davon abgesehen ist Maastricht aber ohnehin keine Autostadt. Die meisten der Straßen sind nicht nur für Autos gesperrt, sie sind auch rein platzmäßig überhaupt nicht befahrbar. Und genau hier kommt der ausgeprägte europäische Charakter der Stadt zum Tragen. Mit wunderschönen, engen Gässchen, gesäumt von Läden und Boutiquen mit Charakter. Kopfsteinpflaster, wohin das Auge blickt und einigen Statuen umgeben von herrlichem Grün. Alles ist lebendig, aber gleichzeitig auch sehr entschleunigt, mit mehr Sitzgelegenheiten und Cafés als Autos. Verlässt man die Gassen der Stadt, wird es sogar noch grüner. Im Süden beispielsweise fällt man quasi direkt in den Stadtpark mit seinem idyllischen See und den dort entspannenden Studenten. Nahtlos geht dieser über in ein ganzes Netzwerk aus Grünflächen, die sich durch die gesamte Stadt ziehen. Gerade aber auch das Wasser ist eine zentrale Besonderheit von Maastricht, denn beim Durchstreifen der Stadt kommt immer wieder ein klein wenig Venedig-Feeling auf, wenn man plötzlich schmale Kanäle zwischen zwei Häuserschluchten entlanglaufen sieht und Bilder von nassen Kellnern im Kopf hat. Nassen Kellnern? Well then! Und Bilder von nassen Kellern im Kopf hat. Zum Shoppen und Entspannen ist die Stadt zweifelsohne hervorragend geeignet. Vielleicht nicht unbedingt mit den günstigsten Preisen, aber mit einer schönen, abwechslungsreichen und vor allem sympathischen Auswahl. Kleine Möbelläden verkaufen die ausgefalleneren Stücke und Dekorationen, die man in deutschen Möbelhäusern schon lange vermisst, und die wenigen Einkaufscenter, über die man stolpert, sind überschaubar, gut ins Stadtbild integriert und machen optisch nichts kaputt. Direkt neben dieser Mall findet man übrigens auch mein absolutes Highlight der Stadt. Die Dominikanerkirche ist eine große barocke Kirche, die zu einer Buchhandlung umfunktioniert wurde. Auf mehreren Etagen kann man im Kirchenschiff die Regale durchstöbern, sogar auch deutsche Literatur finden und gleichzeitig für Fortsetzungen der Lieblingsromane beten. Die Location dient auch für Lesungen, Abendbälle oder andere Veranstaltungen. Essenstechnisch können wir direkt in derselben Straße das japanische Sushi-Restaurant Sashimi empfehlen. Nach dem All-You-Can-Eat-Prinzip kann man sich hier nach Herzenslust den Bauch mit tollem Sushi und anderen asiatischen Gerichten vollschlagen und das in einer angenehmen, ruhigen Atmosphäre und mit einem gigantischen Buddha über 2 Stockwerke, der das Yin und Yang in Waage hält. Einzig die Bestellung per Zettel anstelle per iPad, wie in solchen Restaurants eigentlich üblich, überraschte uns bei den sonst zu fortschrittlichen Niederländern. Neben der Dominikanerkirche kann man noch jede Menge anderer alter und gut gepflegter Architektur in Maastricht bewundern. Wie in Europa so üblich gibt es jede Menge Kirchen, in diesem Fall sogar eine auffallend gewaltige Kathedrale, die allerdings mehr durch ihren freien Platz davor und die belebten Restaurants drumherum besticht. Unmittelbar vor dem Staatspark stolpert man noch über Heelpoort, eines der Tore in der Stadtmauer, der man mit Unterbrechungen immer wieder über den Weg läuft. Auch ein außergewöhnlich schöner Fleck in der Stadt ist das quadratische Rathaus mit dem umliegenden Marktplatz, wo immer etwas los ist. In unserem Fall war gerade ein kleiner Trödelmarkt zugange und wir ließen uns in einem der nach außen expandierenden Cafés nieder, um die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Auf dem Weg zurück zum Auto entdeckten wir dann noch auf der anderen Flussseite diese schlichten Steinstufen, die nicht nur wir nutzten, um die untergehende Sonne über den Dächern der Stadt zu beobachten. Ein herrlicher Tag in einer wunderschönen Stadt. Wir kommen gerne wieder, in der nächsten Woche reisen wir aber erst einmal woanders hin. Seid gerne dabei, indem ihr jetzt abonniert und kein Video mehr verpasst. Mit einem idyllischen See und den dort entspannenden Der ist gut, ne? Was ist mit dir?